Als seriöser Branchenbeobachter kann man ja maximal alle paar Jahre ein neues Zeitalter ausrufen. Und wir haben vor kurzem gesagt, wir leben im Zeitalter des digitalen Marketings. Dazu eine kurze Präzisierung. Wir glauben, wir leben auch oder innerhalb dessen im Zeitalter der Reviews. Im digitalen Marketing ist wahrscheinlich kein Kanal so wichtig heutzutage wie Online-Reviews. Warum? 65% der Online-Käufer nutzen mittlerweile Bewertungen oder Reviews als wichtigstes Instrument bei der Kaufentscheidung. Damit sind Online-Rezensionen wichtiger als Preisvergleichsseiten und sogar als persönliche Empfehlungen. Unser OMR-Dauergast, Marketingprofessor Scott Galloway, der übrigens auch im nächsten Jahr, im März, wieder bei uns sprechen wird, sagt es mit seinen Worten. The new tools of diligence, Google, Amazon reviews, TripAdvisor. So what's your favorite brand? It's the brand that Google tells you is your favorite brand at that moment. Neben Google extrem relevant für Reviews natürlich Amazon. 45% der Deutschen beginnen auf Amazon ihre Produktsuche und ihren Kaufentscheidungsprozess. Und daneben gibt es noch andere Companies, die beim Review-Spiel mitspielen und die teilweise extra dafür gebaut wurden. Zum Beispiel Trustpilot, Ecomi, Proven Expert, HubSpot, Yelp, TripAdvisor und viele andere. Firmen, die gibt es nur, weil Reviews so wichtig sind. Die Spitze des Review-Marketings ist sicherlich der Social Proof, also nachzuweisen, welche coolen Leute welche Produkte gekauft haben. Wer macht sowas möglich? Zum Beispiel Tagged, eine australische Firma, die direkt Bilder von Instagram in die Produktfeeds der einzelnen Shops reinzieht. Vor kurzem durfte ich einen Vortrag bei Red Bull halten und habe mir natürlich vorab angeschaut, wie gut Red Bull im Bereich Reviews ist. Eigentlich sind die Kollegen von Red Bull ja die absoluten Marketing-Weltmeister, aber siehe da, bei Reviews waren sie gar nicht so stark, wie man meinen dürfte. Deswegen gibt es bei dem Keyword Energy Drinks bei Amazon jede Menge erstaunliche Treffer. Red Bull hat zwar sehr positive Bewertungen, aber in diesem Fall einfach schlicht zu wenige im Vergleich zu den Wettbewerbern. Ich weiß allerdings, dass die Kollegen dabei sind, das Thema zu fixen. Für wen sind Reviews überlebenswichtig? Zum Beispiel für das Umzugs-Startup Movinga. Deren Geschäftsführer hat mir vor kurzem im Podcast dazu Folgendes erzählt. Aber in der Tat war das ein schwieriger Sommer 2016, weil sowohl finanziell als auch die Qualität konnten wir nicht halten. Und du hast tatsächlich den gesamten Mai, Juni über unendlich viele 1-2-Sterne-Reviews gehabt. Und es war schon teilweise so, dass wir uns irgendwann sogar überlegt haben, müssen wir den Namen ändern und wieder komplett neu anfangen. Übrigens ist es heutzutage möglich, Firmen mit zig Millionen Euro Umsatz aufzubauen, die mehr oder weniger nur deswegen existieren, weil es Review-Marketing gibt. Prominentestes Beispiel dafür sind die Kollegen von Anker. Sie verkaufen jede Art von Elektronika und sind damit erfolgreicher als die bekannten Labels. Deutsche Erfolgsfirmen mit ebenfalls zig Millionen Euro Umsatz in diesem Bereich, von denen ihr vermutlich noch nie gehört habt, sind KW Commerce, verkaufen alles rund ums Handy, oder Schalltech, ebenfalls mit verschiedensten Elektronikprodukten. Was lernen wir daraus? Zu gutem Marketing gehört heutzutage ganz sicher eine Review-Strategie. Themen wie Amazon Wine sollten zumindest bekannt sein. Es könnte auch auf jeden Fall sinnvoll sein, mal zu schauen, was der Wettbewerb im Bereich Reviews so macht. Und man sollte sich darüber bewusst sein, dass es mittlerweile auch hier einen ganz erheblichen Graumarkt gibt. Einfach mal auf Fiverr oder Craigslist nach Reviews suchen. Und woran merkt man am Ende wirklich, wie wichtig Review-Marketing ist? Selbst die lokale Pizzeria um die Ecke hat es verstanden. Cantare.